Hessen leuchtet, Rapsfelder so weit das Auge reicht. Das verspricht eine super Ernte, dazu noch nie dagewesene Marktpreise. Raps profitiert, ist momentan ein enormer Gewinner. Auch beim Weizen gute Preise. Wer noch was von der letzten Ernte in den Silos hat, kann besonders gut verdienen. Es müsste so weitergehen, weil wir sind jetzt endlich mal in vielen Bereichen in der Produktion kostendeckend. Max fragt, sind Hessens Landwirte wirklich Krisengewinner oder doch Verlierer? Der Krieg und seine Auswirkungen auf die heimische Landwirtschaft. Fast 46.000 Hektar blühender Rapsfelder leuchten derzeit in Hessen. Und Max mittendrin in der Kornkammer, in der Wetterau. Ackerbauer Jan-Peter Loth aus Friedberg bewirtschaftet 200 Hektar. Ein Viertel davon ist Raps. Seine Ernte verspricht gut zu werden. Dazu satte Marktpreise. Der Raps steht unter vielen Punkten. Einmal, wir merken es jeder im Supermarkt, Sonnenblumenöl, Rapsöl. Was man haben will, ist heiß umgattert. Aber auch aufgrund der hohen Ölpreise und der Nachfrage nach Diesel und auch der Unabhängigkeit, die man erreichen wollte, ist in letzter Zeit einiges in die Biodieselproduktion geflossen und hat einfach über die Schiene das Rapsniveau deutlich nach oben geschoben. Der Börsenkurs derzeit für Raps im Durchschnitt 850 € pro Tonne. Doch die Silos des Bauern sind leer. Die Ware hat er schon im letzten Sommer in Gänze verkauft. Für die Hälfte des derzeitigen Preises. Über seine kommende Ernte hat er mit einer Erzeugergemeinschaft einen Kontrakt geschlossen. So machen es viele Bauern. Kontrakte sind wichtig, um im Prinzip sich den Preis abzusichern, um für das nächste Jahr planen zu können, was man an Geld zur Verfügung hat, um nicht so mit dem vollen Risiko ins Ungewisse zu gehen. Weil er Kontrakte hat, verkauft er den Raps nur für 600 € pro Tonne. Das sind knapp 43% mehr als das Jahr davor. Allerdings durch die gestiegenen Mehrkosten bei Betriebsmitteln bleiben ihm nur 17%. 17% für den Erzeuger, im Gegenzug der Verbraucherpreis plus 30% beim Speiseöl. %17 für den Erzeuger, aber kein Grund zum Jubeln. Die Unsicherheit bleibt. Das ist momentan alles in so einem Umbruch und so unplanbar, dass es auf der einen Seite total spannend ist, auf der anderen Seite extrem schwierig, das irgendwie zu kalkulieren. Zugespitzt auch die Frage derzeit, landet der Raps auf den Teller oder doch eher im Tank? Wird Speiseöl oder Biodiesel draus? Bislang wurde die Rapsmenge zur Hälfte zu Biodiesel und zur Hälfte zu Speiseöl. Aber einzelne Ölmühlen konzentrieren sich verstärkt auf die Speiseölherstellung, ergaben Max-Recherchen. Angesichts des Krieges ist die Treibstoffproduktion aus Lebensmitteln in Verruf geraten. Stefan von Kramon, Experte für Agrarmarktanalyse an der Universität Göttingen, spricht von einem Zielkonflikt angesichts drohender Hungersnöte in der Welt. Es ist so, dass wir uns einerseits von der Abhängigkeit von Russland bei Energie ablösen wollen, ein Stück weit. Und dadurch und dazu könnten sicherlich auch Biokraftstoffe einen Beitrag leisten. Aber andererseits gibt es eben diesen Konflikt Teller-Tank und die Weltversorgungslage momentan und die große Sorge, dass jetzt der Hunger in einigen Ecken der Welt rapide zunimmt. Und daher vermute ich mal, dass auf jeden Fall eine gewisse Verschiebung der Prioritäten jetzt ein bisschen weg von Biokraftstoffe und so weiter schon stattfinden wird, hin zu mehr Produktion für die menschliche Ernährung. Der Ukraine-Krieg hat massive Folgen auf die Agrarwirtschaft. Aber wie stark hängt Deutschland von der weltweiten Versorgung tatsächlich ab? Überraschend, bei vielen wichtigen Lebensmitteln könnten wir uns komplett selbst versorgen. Bei Kartoffeln, Zucker und Fleisch weit über 100%. Auch bei Getreide die volle Versorgung. Doch dann bricht die Selbstversorgungsquote dramatisch ein. Gemüse, Öle, Fette und auch beim Obst weit unten. Vom Raps zum Weizen, Max in Hünfelden. Wir treffen Ackerbauer Olaf Pöhlmann in seinem Büro. Neben der Terminbörse auch der tägliche Schlagzeilencheck. Der gehört zu seiner Vermarktungsstrategie.
Wenn ich jetzt in der Tagespresse sehen würde, Putin und Zelensky sitzen an einem Tisch und schütteln sich die Hand und lächeln sich an, dann müsste ich wahrscheinlich ziemlich schnell reagieren, was jetzt die weitere Vermarktungsstrategie betrifft. Also schnell verkaufen, was noch im Silo liegt. Anders als ein Kollege in der Wetterau vermarktet er kaum über Kontrakte. Das macht sich bezahlt. Beispiel diese Ladung des Mühlenlasters. Vor dem Ukraine-Krieg bekam er pro Tonne Weizen 270 €. Der derzeitige Preis 400 €. Macht auf die Füllung des Lasters von 27 Tonnen gesehen 3.600 € Mehreinnahmen. Das sind Allzeithochs, die es so noch nie gab, und man muss sich da mit ganz anderen Zahlen auf einmal auseinandersetzen, auf beiden Seiten natürlich. Und das muss man auch ein Stück weit erst lernen, und das Risiko wird auch ungleich größer aktuell. Ne? Auf den Hof gerechnet bringen ihm die höheren Weizenpreise ein Plus von 10%. Trotz gestiegener Betriebskosten rechnet es sich. Und das Preisniveau auf den Agrarmärkten wird weiter hoch bleiben. Weil man antizipiert, dass in der nächsten Ernte und wahrscheinlich auch die übernächste auch Mengen fehlen werden. Und daher ist die Weltversorgungslage einfach jetzt für die voraussehbare Zukunft sehr angespannt. Olaf Püllmann fasst zusammen, was auch viele andere Bauern denken. Wir alle hoffen ja, dass der Krieg ziemlich schnell beendet wird. Und das wird bedeuten, die Ukraine wird wieder als Getreideexporteur am Markt sein. Die Preise werden wieder absacken. Also sollte man vielleicht jetzt auch ein Stück weit sich am Riemen reißen, sparen und entsprechend für schlechtere Zeiten wieder etwas vorbauen. Pro Hektar Weizen bleiben ihm 400 € Gewinn. Doch er weiß, nicht allen Landwirten geht es so gut. So bestimmt der Ukraine-Krieg auch die hessische Landwirtschaft.